Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 3, ๊sneɪk. Im letzten Part haben wir die virtuose Mission abgeschlossen. Die war ein kompletter Fehlschlag, denn der Boss hat uns verraten, Top 10 Enemy Betrayals. Wir konnten Sokolov nicht befreien, nicht zurück zu den USA bringen. Der Boss hat Sokolov mitsamt den 5 Cobras entführt und eben halt die USA verraten. Jetzt haben wir diese Kriegshelden gegen uns, denn der Boss mit den 5 Cobras haben eben halt für die USA ursprünglich gekämpft. Gegen Hitler, lustigerweise im Zweiten Weltkrieg. Und waren da eben halt die entscheidenden Kriegshelden, das ist zumindest die Lore. Die haben jetzt gegen uns, helfen jetzt dem Colonel Volgin, den Shagohod zu vervollständigen, mit Sokolovs Hilfe, weil der ist ja erst in Phase 1 und erst wenn Phase 2 abgeschlossen ist, kann man die halt wirklich richtig benutzen. Das soll ja irgendwie ein Panzer sein mit einer Nuklear-Abschussrampe. Basically wie Metal Gear, nur eben halt ein Prototyp. Und eben halt in Panzerform. Metal Gear, das war immer das Besondere, ist halt wie so ein Gundam auf 2 Beinen bewegend. Und der Shagohod ist eben halt ganz klassisch ein Panzer, aber ein ultimativer Kampfpanzer. Und mit dessen Hilfe will eben halt Volgin die Welt unter seinen Banner vereinen. Der sogar sein Mutterland verraten. Das fand Äsʒlɪd nicht so cool, dass er sich eben halt gegen Khrushchev gewandt hat, gegen die Russen und so sein eigenes Ding durchziehen möchte. Aber mit Hilfe der 5 Cobras und der Boss ist er da ziemlich sicher. Nur einer kann ihn aufhalten. Und zwar Naked Snake. Der wurde ordentlich vermöbelt von der Boss. Aber wir konnten die Wunden versorgen und uns wieder regenerieren. Von daher sind wir wieder bereit, in den russischen Dschungel zu gehen. Let's go! Hier müsste jetzt wieder eine lange Cutscene kommen. Denn jetzt startet die Mission ๊sneɪk. Die ersten 2 Parts waren nur Tutorial. Jetzt geht's richtig los. Oh Gott, das Lied. Das musste man früher mal muten. Mittlerweile wird es höchstens gecopyright-claimed. Ist mir ja egal. Kennt ihr vielleicht schon aus Metal Gear Solid 4, ne? Falls ihr mein Let's Play gesehen habt. Feine Bossfight gegen Liquid Äsʒlɪd, kam das ja auch. Tree frog, it's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else.
Schon irgendwie episch, ne, der Song. Hat auch ein bisschen Agenten-Mucke-Vibes, I don't know. Eine Woche später, 11:30 Uhr, August der 30., Currently 1964. flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Habt ihr das gelesen? Ich will mich direkt How does it selbst feel to be a erschießen, patient ey. in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you, too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borisovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The
Davy-Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The Army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once, and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal, huh? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. I've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control, unidentified aircraft detected, altitude 30,000 feet.
It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake-Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov.
How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and "Lali Lulelo." Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Und damit geht's los. Nach so langer Zeit, nach so langem Intro wieder. Ja, hätte er sich doch Harry Potter lieber nennen sollen, ey. Harry war der Tunnel. Harry Potter, Harry Mason aus Silent Hill. Sucht's euch aus. Gott, ey, ja, Lali Lililo, das wurde ja später auch benutzt, um die Patriots zu umschreiben, die später alles kontrollieren, diese AI. Weil die Patriots sind ja schon alle tot. Ja, guckt dafür einfach Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 4, wenn ihr mehr über die Patriots wissen wollt. Ich will jetzt nicht die ganze Story erklären, weil dann sind sie ja noch 20 Minuten. Ja, aber das war so der Anfang von diesem Codewort, sage ich jetzt mal. Was später auch noch benutzt worden ist. Ja, Dritter Weltkrieg vermeiden, eine Woche Zeit, das war wieder so ein künstlicher Zeitdruck, der in jedem Metal Gear irgendwie so ein bisschen verwendet wird. Man hat keinen Zeitdruck in dem Spiel. Also eine Woche Zeit, ne? Naja, wollen sie uns erstmal verklickern. Ist klar. So, wir haben nichts mehr. Müssen wir uns wieder erstmal Nahrung suchen. Weil ihr wisst ja, wie wichtig die Stamina-Anzeige ist. So wichtig, dass ich erstmal gucke, was wir überhaupt haben. Rucksack. Was haben wir denn? Richtmikrofon braucht man nur für einen Bosskampf. Blendgranate brauche ich erstmal nicht. M19. Ja, M19 11A1. Bist du die tödliche Waffe? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass es die tödliche Waffe ist. Ich glaube aber schon. Verdammt, Leute. Verdammt, natürlich ist es die tödliche Waffe. Kacke. Kann ich nicht benutzen. Wie gesagt, in dem Spiel darf man bis zu einem gewissen Punkt, bis kurz vor Ende des Spiels, keine Leute töten. Beziehungsweise man kann das schon, man sollte es halt nicht tun. Brauchen wir nicht. Zigarre, ja, schön. Rauchen ist schädlich. Die Sachen sind einfach kacki. Fernglas. Ich war jetzt mal. Aber ja. Da muss ich nochmal gucken. Eigentlich ist das Vorrapport, aber ich bin zu dumm zum Kacken. Wirklich. Ja, Dritten Weltkrieg vermeiden. Die Russen bzw. Khrushchev vermutet halt, dass die USA einen Krieg starten möchte, dass wir das Lager von Sokolov in Luft gesprengt haben. Da war das der Colonel Volgin. Ich sag mal Volgin. Ja, und um ihnen das Gegenteil zu beweisen, müssen wir halt... Oh Gott, das ist eine Giftschlange, das ist eine Cobra. Um das Gegenteil zu beweisen, müssen wir halt Volgin und den Shagohod stoppen. In unter einer Woche. Und der Boss auch und die Cobras. Und ja, gefühlt alles, ne? Snake, du hast es nicht einfach. Tarnung. Wie sieht's aus? Da ist es schon mal besser. Die Weittarnung und Tierstreifen ist oftmals das Beste, was du hast. Okay. Ich könnte jetzt natürlich die Cobra da abschießen. Die Giftschlange. Mache ich aber nicht. Warum mache ich das nicht? Naja. Nicht, dass hier noch irgendwie ein Russe ist. Weil, was Major Zero schon gesagt hat, die macht Krach. Kein Schalldämpfer. Drimuchi, Nord. Ja, wir sind wieder da, wo auch die Virtuosen-Mission gestartet ist. Vertrautes Terrain, das Coole am Spiel ist, dass die Umgebung oftmals sich verändert, in dem Sinne, dass die Tageszeit anders wird. Sehr cool gemacht.
wirklich. Das kann man nur feiern. Guck mal, was da unten ist. Snake! Dein Blut wird als erstes mit dieser neuen Waffe vergossen. Na, wer kennt's? Das war natürlich ein Zitat von Liquid. Das Metal Gear Solid 1. Da ist doch was im Busch. Freunde, er ist irgendwie ein Frosch. Kann ich jetzt auch nicht aufsammeln. Wie gesagt, ich könnte versuchen, die abzuschießen, aber ich empfehle es nicht, sagen wir es mal so. Ich empfehle es nicht. Oh, da ist auch eine Baumschlange. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Leute, was ist das denn jetzt schon wieder? Geht schon wieder gut los. Jetzt mache ich Folgendes. Ich gucke jetzt mal, ob hier irgendwo Leute sind, vielleicht sogar mit richtigem Mikrofon. Ich spiele das Spiel sehr langsam, ich weiß, aber dafür genießen wir es. Ein Pferd. Das ist ein Pferd. Was macht hier ein Pferd? Das ist irgendeine Art Fiebertraum. Bilde ich mir das nur ein? Was macht hier ein Pferd, Leute? Hier scheint nicht zu sein. Ich riskiere es jetzt. Die. Und damit bekommen wir die giftige Schlange. Ich weiß nicht, sagt Paramedic da jetzt was so? Können die ja noch mal kurz alle... You just heard a horse? Ja, Yeah. You sure it wasn't something else? können die noch alle andüdeln erstmal. Paramedic, are there any wild horses in Selino Yas? Do you really expect me to say yes? No. So what should I do? There's only one way through that area. All you can do is move forward. Head towards the sound of that horse. It came from the north. Be careful. Warum ist hier ein Pferd? Die wissen es halt auch nicht. I see you caught yourself a green tree python. The green tree python isn't venomous, so no need to worry. Ach It's doch, fairly docile too, so I don't think it's likely to attack you. die Cobra war aber The green giftig. tree python originally comes from Australia and New Zealand. It's a really pretty green color, and it lives... Oh my god. What's wrong? Snake, what did I just say? They come from Australia and New Zealand. No, after that. They're a really pretty green color. I thought so. What was I thinking? Seeing a snake and calling Weil it Snake pretty? gerade die grüne Tarnung Oh, hat. that. Everything. When a normal woman sees a snake, she's supposed to scream or get sick or something like that. And you think you're normal? What was that? Nothing. Oh, it's all your fault. Jeez, I'm sorry. But enough of that. What do you mean, enough of that? This is serious. No, I just wanted you to tell me how it tastes. How should I know? Ugh. It was awfully pretty, though. Was, Paramedic? Hast du noch nie einen grünen Baumpython gegessen? Mensch, kannst du nur. Ja, zu Paramedic gibt es auch noch was zu sagen. Die hat nämlich später an Grey Fox experimentiert und zu dem gemacht, was Grey Fox später wurde. Nämlich dieser Cyborg mit Nanomaschinen, die komplett eskalaten. Zu diesem Cyborg-Ninja. Es war ein Experiment, an dem Paramedic beteiligt war. Wurde er verletzt in Sansibar, in einem Minenfeld, wo er gegen Snake gekämpft hat. Guckt dazu mein Let's Play zu Metal Gear 2, Solid Snake. Und dann hat sie ihn eben halt zu diesem Cyborg gemacht. Das war ein Experiment, an dem Paramedic beteiligt war. Das wollte ich auch mal erwähnt haben. Ja, und Sigint, der meldet sich gefühlt nie, nur wenn man ihn anruft. Yo, you're Snake, aren't you? What's up? Sigint? None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Ah. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. Bis später. Okay. Ja, Sigint. Cooler Typ. Ich mag ihn unheimlich gerne. Er hat so eine lockere, aufgeschlossene Art. Ich mag den unheimlich gerne. So ein bisschen wie Draben, ne? Nur Draben war noch ein bisschen... Ja, der hat das Geschäft gesehen, ne? Das Geld.
Deswegen, Siggen, locker, cool drauf. Geiler Typ, ich mag ihn echt. Okay, jetzt finden wir mal heraus, was mit diesem komischen Pferd auf sich hat. Cutscene. Ein Pferd mitten im Dschungel. Mhm. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss, That arm still hurt? what are you doing here? Go home. Go home. GRU and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later, you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. If we meet again, I'll kill you. Now, go home. This is Snake, Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev.
I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Naja, die Gun wollte ich ja sowieso nicht verwenden, ne? Ich find's so lustig, dass der richtige Name von Snake Jack ist. Deswegen haben die auch Spaß auch das da reingemacht. Weil Ryden heißt auch Jack. Aber der ist ja noch irgendwie nicht geboren, ne? Mit einem Quark im Schaufenster ist der noch. Geht da was? What? Jetzt schon? Oh nee. Leute. Das finde ich jetzt nicht fair. Ja, weil die Drohne das Flugzeug da abgeschossen hat, ne? Guck mal, zack, zack, zack. Yay. Ihr kommt aber nicht hierher, oder? Sag mir nicht, dass ihr hierher kommt. Das wäre nicht fair. Ich habe halt keine Waffe, ne? Ich habe nur mein richtiges Mikrofon. Sending Enemy Reinforcements. Hi. So ein unnützer Drecksgegenstand. Aber okay. War lustig mit dem Pferd. Aber wir können uns natürlich anschleichen mit dem D-Pad oder crawlen. Oh ne, da ist wieder so ein Baumpython. Brauchst gar nicht so blöd zu gucken. Der Baumpython so. Ja, die laufen jetzt hier blöd rum, ne? Das gefällt mir absolut nicht. Ich überlege echt, das auszuhauen. Und danach werden die hoffentlich weggehen. Wir haben hier die 80%ige Tarnung. Ich kann auch versuchen. Guck mal, der rechte ist jetzt weg. Ich kann auch versuchen, mich da jetzt anzusneaken. So blöd, wie der gerade guckt, ne? Kann man das ja mal probieren. Ich würde es gerne ins Gebüsch da schaffen. Oh, Snake hat keinen Bock. Ist okay. 35% Tarnung ist so wenig, ne? Ja, ich überlege jetzt echt. Guck mal, die haben da auch mal Waffen, ne? Granaten und so. Kumpel. Time to sleep. Boom. Du bist ruhig. Das ist auch realistischer. Zwar andere MGS-Spielen, die lösen nicht sofort den Alarm aus. Wie ihr seht, werden die rechtzeitig knockdown. Guck mal, jetzt haben wir wenigstens Granaten. Nicht, dass ich sie benutzen wollen würde, aber wir haben sie. Ich darf die ja gar nicht benutzen, außer gegen Tiere. Da ist wieder was im Gras. Da ist wieder was. Kein Bock auf eine Schlange jetzt. Ja. Der Alarm ist jetzt so weg. Guck mal, da sind wieder so Früchte. Kriege ich jetzt auch nicht runter. Aber feindliche Körner wieder. Kiefer meint, das sind andere Körner, das ist nicht Volgin. Volgin ist das nicht. Da sind Pilze. Oh, dadurch, dass es jetzt so dunkel ist. Oh Gott, ich hab den Tarnindex gerade gesehen. Minus. Dadurch, dass es so dunkel ist, sehe ich halt einen Scheiß, ne? Ich sehe gar nichts. Wie sie sehen können, sehen sie gar nichts. Ah, ich bin ja wegen den Pilzen hier. Na, guck mal, wen wir da hinten haben. Ach ja, Freundnase. Wie wär's, wenn wir ein bisschen sneaken? Dauert immer lange, aber immerhin können wir uns so dem ein bisschen nähern. Ja, ohne Waffen, ne? Kann das Spiel so spielen?
ist aber gefährlich. Guck, wie er schon guckt. Das war nur eine Schlange. Wir sind ja Snake, ne? Ist ja nicht mal gelogen. So, Kumpel. Jetzt schön mit dem D-Pad anschleichen. Und dann den Showcall packen. Das wollte ich jetzt nicht. Und da ist er tot. Cool. Ja, glatte Rasur. Ich spiele das Spiel nochmal bis zu dem Punkt. Die haben das so blöd gemacht. Wenn du den Controller reindrückst, schnell reindrückst, dann zückt er direkt das Messer und ersticht den. Gut, ich spiele jetzt nochmal ganz schnell nochmal. Hat mir eh nicht gefallen. Bis gleich. So, selbe Stelle, selbe Welle. Ja, ist ein bisschen blöd mit dem Showcode. Den darfst du ja echt nicht benutzen. Leider. Ja, guck, die sind jetzt leider noch da, weil ich ein bisschen schneller gespielt habe. Theoretisch können wir auch erstmal in die Richtung schauen. Schauen, was hier ist. Noch sehe ich da nichts. Also die Gegner versuchen sich auch so ein bisschen zu tarnen, der Umgebung anzupassen, aber ja, die bewegen sich halt schon. Das bedeutet, ja, ich sehe die. Ist ja nicht so gut getan wie Snake, ne? Sagte ich in dem Moment, wo ich minus irgendwas da hatte. Ich frage mich, ob hier noch irgendwelche Items sind. Da war ja nur der Pilz. Was ist er denn jetzt? Ah, nicht zu überstürzen, aber ausnocken würde ich ihn schon mal ganz gern. Und bitte nicht mit dem Messer. Wie gesagt, man darf, normalerweise ist mir das komplett egal, aber man darf in diesem Spiel niemanden umbringen. Bis zu einem gewissen Punkt. Gut, wenn du da nur so stehst, dann machen wir es so, ne? I mean, das mit den Chokehold ist ja echt ein bisschen doof, aber dafür haben wir diesen Move. Ich sollte ihn halt hauptsächlich nur benutzen. Ich glaube, das war es auch. Mehr Wächter sind hier nicht. Oder? Immer wenn ich sowas sage, sind da noch Wächter. Ich glaube, da war eben noch einer, aber das war halt so ein Verstärkungsfritze. Der müsste jetzt weg sein. Da muss ich gerade lachen, weil es an Ape Escape erinnert. Verstecken sich mal die Affen mit der hellblauen Hose. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das sollt ihr auch im Hinterkopf behalten. Mit den Affen. Oh, oh Gott! Fuck my life! Oh mein Gott, und es war eine Giftschlange. Oh mein Gott, habe ich mich verjagt. Oh mein Gott, habe ich mich verjagt. Ja, und wie mache ich das jetzt weg? Serum injizieren. Ja, was, weil ich kein Serum habe? Habe ich nämlich nicht. Ich glaube, ich bin schon tot. Das war's, Leute. Nee, ich hab das nicht. Ich hab kein Serum. Ach, da. Ich bin keine Ärztin. Es tut mir leid. Gott, ist die schrecklich, die Kameraführung. Wenn man mit der PlayStation 2 Version spielt. Apropos PlayStation 2. Geile Grafik, oder? Für ein PlayStation 2 Spiel? Insane. Nenn mir ein Spiel mit einer besseren Grafik auf der PlayStation 2. Richtig. Ihr könnt das nicht. Also mehr geht halt nicht, ne? Die haben halt alles rausgeholt aus der Konsole. Klar, das ist die HD-Collection-Version. Da sieht es noch ein bisschen schöner aus. Aber ich sag mal so, das sah auf PlayStation 2 schon insane gut aus. Doli Novotno. Jetzt soll ja auch irgendwie PS5 Remake rauskommen, aber ich traue Konami nicht. Ich glaube, die verkacken das. Oh nee, das ist der Scheißbereich. Diesmal können wir die Macht der Onissen nicht für uns nutzen. Ja, was zum? Komm her. Bam, 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 bam. Snake Eater. Geiler Beat, oder? Geiler Beat. Kumpel, heute ist nicht dein schönster Tag, das kann ich dir sagen. Hä?
sleep tight. Gute Nacht. Kannst ein paar Schäfchen zählen gehen oder Schlangen. Springt da so Snake über so ein Dings. Über so einen Zaun. Kein Schaf, Snake. Oder die Giftschlangen. Oh Gott, war echt eine Giftschlange eben. Da habe ich mich aber wirklich erschrecken. Also, ist halt ein bisschen blöd, ne? Ohne Thermalsichtgerät. Hätten wir das noch? Dann wäre das durchaus einfach. Ich glaube, hier ist auch noch irgendwo ein Wächter. Ich hoffe, ich spiele nicht zu reckless. Generell ist es doch Nacht. Ich wusste es. Ist besser. Oh Gott, wie er aussieht. Snake, hast du öfter beim schwarzen Peter-Kartenspiel verloren oder was ist los? Er ist in den Schornstein gefallen. Back in Black. Mit der PlayStation 2 Kamera siehst du oftmals nicht genug, meiner Meinung nach. Ich habe Angst, dass der aufwacht. Oh, hier ist noch einer. Lalilililulilio. Bumm. Was war das denn? Surprise Attack! Von oben, ey. Die Gallier sagten ja schon eins. Pass auf, dass dir der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Im Dschungel musst du halt auf Schlangen aufpassen. Egal, ob es Giftschlangen sind oder ob es Snake ist. Oh Gott. Die Witze werden auch nicht besser. Hier ist die erste Tarnung, die Regentarnung. Regentropfen. Ich glaube nicht, dass die hier besser ist. In der Cutscene mit The Boss hat es ja angefangen zu regnen. Wenn es wieder regnet, ne? Regentropfen, coole Sache. Der Boss geht mir übrigens richtig auf den Keks. Kommt eine Cutscene und wir werden wieder vermöbelt, bricht uns wieder Arme und Beine und dann haut es wieder ab. Mann. Die unterschätzt uns doch, glaube ich. Du hast keine Chance, Snake. Hau lieber ab. Ich bin nicht mehr dein Boss. Ja, ja. So. Ja, das war schon rassfett. Sind wir wieder beim Lager. Hier gibt es nicht nur super viele Wachen, hier gibt es auch Sachen einzucollecten. Ich glaube zum Beispiel die legendäre Box. Wenn mich nicht alles täuscht. Das Blöde ist, hier sind viel zu viele Wachen, ne? Sind hier viele Wachen? Hier ist nicht das Cruise-Schiff, das irgendwie verstärkt hat. Das wollte ich nicht. Das aussieht. Nehmen wir die Tierstreifen. Snake. Der wilde Tiger. Ich erinnere mich vor allem Zelda mit Majora's Mask. Als Nacht ist, hast du auch mal die Eulen gehört. Kein Bock immer zu kriechen, ne, Leute. Das dauert mir zu lange. Sollte ich vielleicht tun. Aber ich sehe jetzt hier auch nichts, ne? Seht ihr was? Da bewegt sich was, aber das ist, glaube ich, eine Schlange, weil die Wachen verstecken sich nicht im Gebüsch. Zumindest nicht auf den normalen Schwierigkeitsgrad. Beim europäischen Extrem, wenn man entdeckt wird, bist du direkt Game Over. Nicht, dass du wieder eine Giftschlange bist. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust auf dich. Tschüss, Mann. Können auch bald mal was essen. Vielleicht so ein Pilz. Den haben wir noch gar nicht probiert. Hier sollen wir Adam treffen. Adam und Eva, ne? Das sind nicht wie im Garten Eden. Das ist nicht das Paradies. Da hat wohl jemand zu viel Bibel gelesen. Ich glaube, hier war auch noch irgendwas. Mach halt noch mehr Krach. Ich will noch ganz laut schreien. Ach, guck mal, da ist wieder so ein Frosch. Ich habe ja keine Waffe, ne? Jetzt habe ich eine Waffe. Oh, AK-47. Also lauter geht's nicht. Ich dachte eigentlich, da wäre noch irgendwo was. Man kann sich ja auch irgendwie langhangeln. Man kann natürlich auch so da einfach drauf. Nee, hier ist nix. Ich spiele lieber langsam, werde nicht entdeckt und finde die Sachen, als da durchzurushen, ne? Ist ja kein Shooter, es ist ein Stealth-Game.
Die Leute, die sagen, Metal Gear sind Shooter, die sind absolut cringe. Kind of stimmt das halt, aber I don't know. Also wenn hier keine Wachen sind, dann benutze ich jetzt wirklich die AK-47. Für den Frosch. Für den Frosch, für den Frosch. Guck, da oben ist was. Leute, ich benutze die jetzt. Ist mir so egal. Ich bin doch bescheuert. Mit der AK-47 kriegt man übrigens die Krokodile. Da werden wir auch vielleicht nochmal zurückgehen. Hä, bin ich bescheuert? Rucksack. So. Ich weiß auch nicht, was ich mit den Richtmikrofonen will. Aber ja, wir haben es. Hat niemand gehört? Hey, wenn das niemand hört... Gesundheit. Wenn es niemand hört, sind hier auch keine Leute. Das ist cool. Ja, sonst hätten die schon gesagt, oh, ich hab was gehört, oh mein Gott. Wir brauchen Verstärkung. HQ sending reinforcements immediately. Und dann kommen die da angewatscht wie so Enten. Immerhin nicht so dämlich wie in Metal Gear Solid 2, wie gesagt. Wo die unendlich nachkamen. Bemalung Zombie. Okay. Ja, Snake, damit kannst du meinetwegen ein Halloween-Event attenden, aber das war's dann auch. Komplett useless. Ich weiß nicht, was es bringen soll. Vielleicht halten die einen dann für tot, aber ich denke es nicht. Bemalung, Zombie, Zombie, Zombie. So, und jetzt müssen wir uns... Danke. Jetzt müssen wir uns hier irgendwie buxieren. Wie machen wir das? Ja, so schon mal nicht, Snake. Wobei... Haben uns jetzt hier fallen lassen, ne? Sind wir ja hier. So. Ach, da willst du nicht hoch. Klasse. Snake. Ja, ich kann auch einfach so dahin. Fällt mir gerade auf. Aber warum will ich es immer so umständlich machen? Nee, geht da nicht hoch. Doch jetzt. Karton A. Dazu später mehr. Oder können wir das jetzt schon machen? Ich weiß halt nicht, ob das jetzt schon geht. Ich probiere es mal. Rucksack. Das muss hier sein. Ja, Karton A. Die Box, Leute. Die Box. Das legendärste Item vor allen Metal Gear Spielen. Da sind wir. Das Witzige ist, die Box ist in Metal Gear Solid 3 ziemlich overpowered. Aber wenn da eine Steigung ist, dann slowt Snake ja ziemlich down. Oder auch in manchen Gräsern. Mit Hilfe der Box kann er sich ganz normal bewegen. Ist nicht komplett useless. Und natürlich steht da wahrscheinlich auch, ja, du kannst dich da eher zum Waffenlabor. Ist quasi auch ein Fast-Travel-System. Für später. Ganz cool. So, jetzt in eine Box gehen. Ach, falscher Knopf. Und wir rufen Sigint an, sagt er vielleicht was Lustiges. Mal schauen. Yo, you're Snake, aren't you? And you're Sigint? None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. Junge. Willst du nicht zur Box sagen? Sounds like the Cobra unit's members' names came from the specific emotions they each carry into battle. Emotions? Yeah. For unbearable torment, the pain. For true oblivion, the end. For infinite rage, the fury. For absolute terror, the fear. And for unsurpassed bliss, the joy. The joy? It's another name for the boss, because of the joy she feels in battle, I suppose. During the war, she had a partner named the Sorrow. Sorrow and joy. They say there couldn't have been a more perfect pair. Ja, das Sorrow. Merkt euch den Namen.
Manchmal in den Cutscenes erscheint ja eine Gestalt neben The Boss, The Joy. Und ja, das ist ja wie so ein Phantom, schemenhaft. Der redet ja auch nicht. Das ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Und Kiefe meint, da lag ein Skelett im Fluss bei der GRU-Oberst-Mission, wo wir uns versorgt haben. Segeln, Mensch. The Davy-Crocketts that the boss took with her when she defected are mortars that fire nuclear warheads. They're named after Davy Crockett, the hero who died defending the Alamo in the Texan War of Independence. Remember the Alamo. That's right. The warheads are equivalent to between 10 and 20 tons of TNT. Every building within 150 yards of the hypocenter is completely obliterated. But the warheads the boss had with her were some kind of experimental super bomb. So they're actually even more powerful than that. I don't even want to think about what would happen if she used it again. Snake, you know what you have to do. Yeah, I know. Ha, irgendwie hat Sigen keinen Bock. Ich habe auch keinen Bock mehr. Doch eigentlich schon, aber der Part ist schon wieder zu lang. Das ist unglaublich. Kaum was gespielt, nur es ist halt Metal Gear. Es ist halt Metal Gear. You've arrived at the factory, I see. Yeah, now to meet up with this Adam guy. Good. Go to it. So where is he? We weren't given an exact location. How about a time? Nothing was specified. A physical description? I'm not sure. How am I supposed to find him then? You won't need to. Huh? He'll find you. Why don't you try the room to the northeast where you met Sokolov? Adam might be in there. Richtig. Da wird Adam auch sein. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. Huh? I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Then you must have seen me naked. Yeah, but you were all wrapped up in bandages and tubes, so I couldn't do anything but look. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission. Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using Cure. Yeah. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your mouth shut. Maybe so. By the way, I heard you're going to lose your medical license if this mission fails. Yes, there was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about my medical license. Didn't they use that to force you to participate in this operation? No, I volunteered. Why? So that I could watch over you. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble, to make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. Huh? You can thank me when you get back. All right. Die beiden, ey. Ja gut, wenn die Mission fehlschlägt, verliert Paramedic ihre ärztliche Lizenz und Snake, der verliert nicht seinen Job, der wird da erschossen. Wer hat das schlimmere Schicksal, Paramedic? Do you want to save? Ich denke, sie jetzt nicht. Gut, für heute soll es erstmal wieder gewesen sein. I mean, viel haben wir jetzt nicht geschafft, aber ist ja nicht meine Schuld. Doch meine Schuld auch, weil ich immer so langsam spiele. Aber es ist ja auch ein Stealth-Game. Es sind halt die Cutscenes und Dialoge. Snake, do you know the creature from the Black Lagoon? Nope, never heard of it. These scientists are investigating a place deep in the Amazon called the Black Lagoon, and they get picked off one after the other by this fishman thing. And there was this scene when the heroine is going for a swim, and the creature sneaks up on her from underwater. Oh, I thought my heart was going to stop. I mean, of course, the 3D effects in It Came from Outer Space were a lot more intense, but
it wouldn't be referring to you coming from outer space, would it? How rude! Why do you say that? Because no one on Earth could be as charming as you. Fine. I'll just get to the point, Snake. Be careful of what's around you when you're in the water. Just imagining you swimming in those jungle rivers makes me think of you being attacked by a fishman. I appreciate the concern. Fishmen aren't the only things that'll attack you in the water. Really be careful out there. Okay. And don't be attacking any pretty girls going for a swim, either. Are you calling me a fishman? You started it. Okay. Die beiden, ey. Die beiden. Gut, ihr Lieben. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder favorisieren. Und sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn wir Adam treffen. Und mal gucken, wie es dann weitergeht. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!